Und für die Meinung am Mittag begrüße ich ganz herzlich Ulf Poschardt. Er ist Herausgeber der Weltgruppe. Ulf, ich grüße dich hier im Studio. Hallo. Ich grüße dich an einem historischen Tag, was gerne und oft gesagt wird, in diesem Falle aber stimmt. Denn Friedrich Merz, der startet jetzt die teuerste Abstimmung aller Zeiten, komplett konträr zu jedem Wahlversprechen, was gegeben wurde. Was tut er da? Warum? Also Friedrich Merz würde dich jetzt sicherlich korrigieren und würde sagen, er hat ja ab und an auch schon angedeutet, dass er an der Schuldenbremse was machen will. Ich fühle mich immer noch sehr, sehr geehrt, dass er in der Debatte letzte Woche gesagt hat, manche Medien sprachen sogar von einem Verrat. Damit meinte er den Leitartikel von mir, um dann deutlich zu machen, er hat da nichts verraten, weil er hat es schon vorher verraten, um mal ein richtig mieses Sprachspiel zu benutzen. Angekommen ist es bei vielen Unionswählern nicht. Übrigens auch nicht bei vielen Funktionsträgern auf Basisebene der Union. Mich erreichen Dutzende von Nachrichten aus der Union, und zwar CDU wie CSU. Leute, die mir auf meine sehr, sehr kritischen Kommentare schreiben, sie verstehen es auch nicht, dafür haben sie nicht Wahlkampf gemacht. Sie können auch nicht verstehen, dass es nicht mal eine breite Diskussion in der Union darum geht. Und ich glaube, die Rede von Merz war sehr solide. Er hat so getan, als wäre es das Normalste von der Welt. Die AfD hat ihm den Gefallen getan, so zu pöbeln, dass er ganz staatsmännisch wirken konnte. In der Sache selbst stehe ich unter Schock, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es eine unionsgeführte Regierung gibt, die eigentlich eine Mitte-Links-Politik macht. Und das Kieler Wirtschaftsinstitut hat ja herausgefunden, wir werden mit diesen unfassbaren Milliarden Schulden eine Staatsquote 2026 von 51,5% haben. Da gibt es diesen wunderbaren Satz von Helmut Kohl, der gesagt, alles über 50% Staatsquote ist Sozialismus. Also wir steigen jetzt richtig ein in Sozialstaatsfetischismus. Warum? Weil wir nicht die Kürzungen und Strukturreformen in Angriff nehmen, sondern auf alles Geld draufschütten. Und ich bin mittlerweile so schockiert darüber, dass ich mir jeden Tag, wenn ich hier ins Büro fahre, denke, die Leute sind erleichtert, man muss sich nicht anstrengen. Das ist der bequemste Weg. Wir können einfach so weitermachen. Und wenn es nicht klappt mit dem Finanzieren, nehmen wir einfach mehr Schulden auf. Und das gräbt sich in die Mentalität dieser Gesellschaft ein. Das ist auch eine Art von Leistungsverweigerung durch die Politik. Das wird runterbrechen bis auf den letzten Bürger und Bürgerinnen dieses Landes. Du musst dich nicht anstrengen, mach einfach Schulden. Ulf, das Ding ist ja aber, dass die Verhandlungsspielräume, die Friedrich Merz hat, gar nicht gegeben sind durch die Brandmauer. Wenn er der SPD nicht gibt, was sie will, kann die SPD Nein sagen. Und dann gibt es keine Regierungsmöglichkeit für die Union. Mich erreichten ähnliche Nachrichten. Die Frustration in der Basis der Union riesig. Sie machen aber alle mit, weil sie regieren wollen. Ja, also diese Diskussion über die Brandmauer wird man sicherlich spätestens im nächsten Jahr noch mal neu führen werden, wenn möglicherweise in Sachsen-Anhalt der erste AfD-Ministerpräsident da ist und wir eine AfD haben, die auch im Bundesrat ein Wort mitsprechen kann. Die Brandmauer-Diskussion, ich habe das vor einem Jahr schon gesagt, die wird stehen bleiben, auch weil die AfD so ist, wie sie ist. Aber der Preis, den wir dafür bezahlen, ist möglicherweise der, dass man die AfD noch schneller zu absoluten Mehrheiten, zumindest im Osten, treibt. Und ich finde diese Entweder-oder-Alternative, entweder wir sagen, Brandmauer einreißen, ist im Augenblick keine Option. Oder aber wir machen einfach eine rot-rot-grüne Politik mit Hilfe der CDU. Das kann es ja nicht sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man hätte anders verhandeln können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Schuldenbremse, die ja für die SPD das größte Hindernis war, um genau das zu machen, was wir jetzt machen, nämlich Steuergeld zu verschwenden, dass man das sofort so rausnimmt. Also anders verhandeln wäre sicherlich eine Option gewesen. Eine Minderheitenregierung wäre eine Option gewesen, obwohl das Ergebnis der Union war einfach auch richtig schlecht mit 28,5%. Das ist eine ganz vertrackte Situation. So, und das ist meine ganz nüchterne Prognose, das hilft heute den Rändern. Und zwar
ausschließlich den Rändern. Zu glauben, wenn man die immer weniger werdenden Stimmen aus der politischen Mitte irgendwie zusammendrängt. Nochmal, ich habe so Zweifel, ob Grüne und SPD wirklich politische Mitte sind. FDP ist raus. Wie soll das gut gehen? Meinst du nicht aber, dass er mit diesem Geld ja auch ein Statement im Sinne von Verteidigung gesetzt hat, da jetzt international die Machtposition Deutschlands in Europa und Europa allgemein gestärkt hat? Ja, sicherlich. Also was die Investitionen in Sachen Verteidigung betrifft, das wird ja mal ein Punkt mit Trump ausräumen. Trump wollte ja 2, 3, er verhandelt erstmal mit 5, um dann am Ende bei 2,8 zu landen, der Dealmaker Trump. Da macht Deutschland sicherlich einen Haken dran und es macht auch sehr viel Sinn. Nur der Glaube, dass es immer nur das Geld ist. Wir hatten x Offiziere hier bei uns in der Redaktionskonferenz und sie sagen ja, das Beschaffungsamt in Koblenz ist das Problem. Bei Baugenehmigungen, die Baugenehmigungen sind, die Bürokratie ist das Problem. Also dieser sehr deutsche Weg, auf jedes Reformbedürfnis einfach nur Tonnen von Geld zu schütten und zu glauben, das löst dann die Probleme, das ist absurd. Und on the long run werden wir, wenn die Wirtschaft sich weiter so entwickelt, ich meine, wir sitzen heute hier und Audi hat gerade gemeldet, einer der Best-Performer, Vorsprung durch Technik, eine Marke, die wie nichts anderes steht für den Erfolg der technokratisch-intellektualistischen Piechhaftigkeit, minus 33%. Ja, die brechen alle ein, wir brauchen eine starke Wirtschaft und die Strukturreformen bleiben aus. Und das wird dazu führen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland weiter nach unten rutscht. Ich finde es spektakulär, aber das ist das Ergebnis einer demokratischen Wahl. Und ich bin nicht sonderlich zuversichtlich, dass die Nummer aufgeht. Leider. Ich wäre gern optimistischer. Sorry. Sagt Ulf Poschardt, vielen Dank für deine Einordnung an diesem speziellen Tag im Deutschen Bundestag. Dankeschön. Sehr gerne.